Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Pixon, der JPX 6. Wir sind mal wieder bei der Firma Etzel-Bier. Grüß dich, danke, dass du uns wieder empfängst hier zur Vorstellung des Pixon Jet Protector 6. Eins vorab müssen wir sagen, wir haben die anderen Geräte auch schon vorgestellt, findet ihr am Ende dieses Video auch nochmal eingeblendet. Das heißt den JPX 2 und Gen 2 und den JPX 4 und die Kompaktversion. Und jetzt haben wir den JPX 6, der geneigte Zuhörer möchte jetzt vielleicht sagen 246, dann habe ich hier 6 Schuss, das ist nicht der Fall. Also wir haben auch hier, wie beim JPX 4, ein 4-schüssiges System, nur das schon mal vorab zur Info. Aber erstmal kurz was über die Firma Etzel und den Pierre, weil ihr vertreibt hier die Geräte der Firma Pixon aus der Schweiz. Vielleicht magst du kurz was dazu sagen. Ja, wir haben das Sortiment erweitert, nicht nur die Pfeffersprays und Schlagstöcke, sondern auch ein Abschussgerät. Hauptzielgruppe ist Justiz und kommunale Vollzugsdienste. Und wir haben gute Erfahrungen mit dem Jet Protector, mit dem Gen 2, mit dem 4er und auch mit dem 6er gemacht. Und neben der Zivilversion eben halt auch die Behördenversion. Du hast gerade angesprochen, Zivilversion, Behördenversion. Der JPX 2, den gibt es komplett auch für Zivil zu kaufen. Einmal mit und einmal ohne Laser. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ganz wichtig, es gibt ihn mit und ohne Laser. Bei allen Geräten so. Und die sind aber auch zivil mit dem Laser verfügbar. Das heißt, da gibt es einen BKA-Bescheid dazu. Das passt. Der JPX 4, den wir euch auch vorgestellt haben, der ist rein für Behörden. Also den kann man nicht zivil erwerben. Ist ein reines Behördengerät und ihr macht dafür auch die Trainings entsprechend. Das heißt, wenn man geschult werden möchte mit den Geräten, dann könnt ihr das hier bei der Firma Etzel machen. Und der 6er, den wir heute vorstellen, der ist wiederum wie der 2er auch sowohl als Behörden- als auch als Zivilversion verfügbar. Magst du vielleicht kurz sagen, der Unterschied ist, glaube ich, nur die Bezeichnung, die draufsteht? In erster Linie die Kennzeichnung, ja. Genau. Ja, also muss man ganz klar sagen, es ist ein Reizstoffabschussgerät. Abschuss, ja. Und das ist in Deutschland natürlich so, darf zur Tierabwehr genutzt werden und in Notwehr auch zur Selbstverteidigung. In Notwehr, das ist immer so Grauzone. Ne? Ja, und auch Vorsatz. Also. Exakt, genau. Also da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Beim Behörden ist es ganz klar als Selbstverteidigungsgerät definiert, richtig? Richtig, genau. Ja. So, dann vielleicht kurz mal über die Funktionsweise. Es ist ein Abschussgerät mit Kartuschenmunition, die hier aufgebracht wird, mit einem wechselbaren Magazin. Da ist jetzt auch der große Unterschied zum JPX 4. Der JPX 4 hat zwar von der Form her hier ein ähnliches Magazin, das ist aber fest verbaut an dem Abschussgerät. Das heißt, es wird nur aufgeklappt und dann werden hier die Einzelkartuschen eingeführt. Das kann der JPX 6 nicht. Das heißt, wenn ihr das zivil, ein 4-schüssiges System nutzen wollt, müsst ihr den JPX 6 zwingenderweise nehmen. Und der hat aber auch nur das fest verbaute Magazin. Bedeutet hier, in dem Fall hätte ich den Nachteil in Anführungszeichen, dass wenn ich nur einmal schieße, dass ich dann ein angebrochenes Magazin mit 3 Schuss verbleibend habe. Wenn das für euch kein Thema ist, bei Zivil ist es, denke ich, eh kein großes Thema. Ja? Und für die Behörde, denke ich, gehen wir beide d'accord, würdest du eher dann den JPX 4 empfehlen. Ja, genau. Wir wollen aber auf jeden Fall der Vollständigkeit halber das Gerät hier auch vorstellen. Vom Griffstück her, wenn man jetzt nochmal den Jet Protector nimmt von der Firma Pixon, sieht man hier auch schon ganz schön, das hat einen sehr, sehr kurzen Griff, lässt sich sehr gut auch verdeckt tragen. Das hier ist, denke ich, dann auch eher schon was Größeres, wo man vielleicht sagt, vielleicht für eine kleinere Behörde oder für Türsteher, Sicherheitsdienst, irgend sowas in der Richtung eventuell, wo man auch schon das offen trägt. Ja, macht natürlich ein bisschen was her. Und da wiederum auch ganz wichtig für euch zu wissen, gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. Das ist nämlich eine coole Sache, weil gerade wenn ich jetzt natürlich als Türsteher mit so einem Ding hier stehe, das hat natürlich eine ganz böse Außenwirkung. Da kann man natürlich dann hier auch, wie beim JPX 4, ein orangenes Griffstück nehmen und eine schwarze Kartusche oder kombinieren halt, wie auch immer. Und dann ist es ganz klar definiert. Man sieht, das ist irgendwas, was halt jetzt keine echte Waffe ist im Endeffekt. Genau. Den Wechselaufsatz oder Magazin gibt es auch in Orange. Also auch wenn man mit einem schwarzen Griff arbeitet, spätestens wenn man es zieht und auf sein Ziel hält, sieht das Umfeld den orangenen Lauf dann. Exakt, genau. Ja, sagen wir noch kurz was zum Reizstoff. Wir haben hier einen Reizstoff drin, der ordentlich reinzwirbelt. Absolut. Also Pixel nennt er sich, 400.000 Skurril. Hat auch eine rote Farbe, also wenn man mit der scharfen Kartusche schießt, ähnlich wie bei einem handelsüblichen Pfefferspray, bleibt rote Farbe. Man sieht sofort, ob man einen Treffer hat.
Und das ist sehr windstabil. Also wir testen das regelmäßig auch hier bei uns im Haus oder außerhalb vom Haus. 4,5 bis 7 Meter problemlos. 7 Meter ist die maximale Reichweite. Ja, also wo man noch wirklich gutes Trefferbild hat. Ja, okay. Ja, und der ist auch eher so ein definierter Strahl. Das werden wir nachher nochmal im Live-Beschuss dann uns angucken. Aber nur schon mal so viel vorab. Und es gibt natürlich auch Trainer dafür. Ich habe jetzt hier gerade für den Jet Protector 2 einen in der Farbe Blau dann. Die sind immer blau, die Trainer, ne? Oder grün, ja. Grün, Ist okay. auch ein Trainer, ja. Okay. Ja, und mit den Trainern wird dann natürlich nur die Farbmarkierung abgeschossen, kein Reizstoff, also keine Sorge, wir werden da keine Tiere und Menschen quälen nachher, sondern nur mit dem Farbmarkierer schießen. Und da aber auch ganz wichtig zu sagen, der Sicherheitsabstand sollte nach Möglichkeit immer eingehalten werden. Der ist bei 1 bis 1,5 Meter. 1,5 Meter. 1,5 Meter. Sicherheitsabstand ist notwendig, weil natürlich hier ganz schön Dampf dahinter ist, um diese hohe Reichweite zu erreichen. Und die hohe Reichweite ist natürlich der Vorteil für das Einsatzgebiet, wenn ich das mit dem Pfefferspray vergleiche. Ja, und auch die Auftreffenergie. Also bis 4,5 Meter, wenn ich auf den Körper treffe, habe ich da schon eine Stoppwirkung, weil das einen ordentlichen Schlag ja. Vom Abzugsgewicht her hat man hier 7 bis 8 Kilo waren es. 8 Kilo, 8 Kilo waren es, genau. Ich muss immer lernen und zurückdenken, wie das bei den anderen waren. 8 Kilo Abzugsgewicht. Hier hat man auch einen klassischen Abzug. Wenn ich den mal mit dem Ur-JPX vergleiche, der sieht hier eher so ein bisschen aus wie, wo hat man das noch so gehabt, so einen Abzug? Das kenne ich irgendwoher. Ja, ich kenne es nicht. Irgendwo gab es schon mal so einen Abzug. Ich weiß, aber ich erinnere mich nicht mehr. Und hier ist natürlich ein klassischer Abzug. Man hat ordentlich Weg. Das ist auch gut so, denn es gibt keine Sicherung. Das heißt, ich habe hier einen ordentlichen Vorweg und dann bricht er irgendwann. Das heißt, da ist die Sicherheit durch das hohe Abzugsgewicht und den Weg mit eingebaut. Und ansonsten vom Handling her liegt das Ding extrem gut in der Hand. Habe den Laser, wenn ich ihn verbaut habe, auch mit dem Aktivierungsknopf hier unten. Hier ist jetzt keiner. Ein Schieber? Doch, da ist er. Ja, jetzt. Ich habe gerade geguckt und dachte gerade, das ist aber eine kleine Picatinny. Ja, also der Schieber ist hier unten am Griffstück und der Laser ist hier oben verbaut. Das heißt, den kann ich hier aktivieren und kann dann damit auch arbeiten. Das kann ich sowohl mit der rechten Hand machen, als auch hier mit der linken Hand. Also auch vom Handling her extrem gut. Und natürlich auch immer noch mal als Backup, wenn die Batterie versagen sollte, Kimme und Korn. Hier beim JPX6 ist beides auf der Kartusche verbaut und nicht wie beim JPX4 hinten auf dem Griffstück die Kimme und das Korn auf dem Magazin. Ja. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Pierre? Ich denke, du hast alles gesagt. Die Farben haben wir angesprochen. Ja. Holster haben wir vergessen. Ganz Holster wichtig. gibt es natürlich auch, ja. Holster gibt es auch. So, ich habe mal eins hier. Ja, das ist für einen Vierer, aber letztendlich kann man das für alle Modelle, für einen Zweier, Vierer, Sechser. Wir haben Holster, die man sichtbar trägt, als Oberschenkelholster, als Gürtelholster. Es gibt auch Schulterholster und es gibt auch für die verdeckte Trageweise Holster. Der Sechser und der Vierer, die werden meistens offen am Gürtel oder am Oberschenkel getragen. Und da arbeitet ihr mit der Firma Vega und Radar. Ne? Genau. Also auch namhafte Hersteller, die wissen, was sie da tun. Und dann bin ich auch in der Lage, hier verschiedene Sicherheitsstufen mit einzubringen. Ne? Also ein Level 1, 2, 3 Holster ist dann alles möglich quasi. Genau, also ähnlich wie man es auch bei den dienstlich gelieferten Pistolenholstern kennt, können wir das auch hier beim Jet Protector umsetzen. Sehr gut. Cool. Dann würde ich sagen, raus aufs Feld und schauen wir mal, wie das hier so wirkt. Oh, der hat gesessen. Wir kommen mal wieder zurück vom Feldversuch bei der Firma Etzel. Haben wir die Pixon-Geräte hier gerade draußen getestet und müssen sagen, auch der JPX6 hat die Leistung der anderen nicht untertroffen, auch nicht übertroffen. Genau, die Leistung ist genau gleich bei allen Geräten. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen. In den anderen Videos, die wir schon euch gezeigt haben beim JPX4 und JPX2, das könnt ihr gerne nochmal schauen. Die packen wir euch hier am Ende dieses Videos nochmal rein, um da nochmal einen Vergleich auch direkt ziehen zu können. Ich habe jetzt hier den JPX4 nochmal in der Hand, einfach nochmal für den direkten Vergleich. Von der Nachhaltigkeit ganz klar der JPX4 das bessere Gerät, weil ich hier natürlich mit einzelnen Kartuschen nachladen kann. Aber er erfordert natürlich eine Genehmigung, eine Ausnahmegenehmigung für die Behörde, kann deswegen nicht von jedem genutzt werden. Da kommt der JPX6 ins Spiel. Da hat er diesen riesen Vorteil, dass er genau wie der JPX2 auch zivil verfügbar ist und eben halt dann auch von jedem genutzt werden kann. Ja, man hat natürlich dann hier kein Abklappsystem, sondern muss hier dann wie beim
Jet Protector 2 auch das Magazin wechseln. Das heißt, wenn man einmal geschossen hat, muss man entweder mit 3 Schuss das nächste Mal rausgehen oder nutzt die 3 eben dann fürs Training oder was auch immer. Ja. Wenn jemand auf Pfeffertraining steht, ja, was soll ich dazu sagen? Von der Wirksamkeit her braucht man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Das hat man in den anderen Videos ja auch schon gesehen. Wir waren auf 5 Meter Distanz, glaube ich. Genau. Hatten auch leichten Wind. Und die Trefferwirkung war schon beeindruckend. Also es war auch ein leichter Stoppeffekt mit zu spüren. Also man hat den Einschlag gespürt. Jetzt nicht wie bei einem Paintball so fest, aber schon so, dass man vielleicht kurz aus dem Trott gebracht wird. Natürlich mit der Wirkung des Pfeffersprays, die sofort einsetzt. Pfefferspray sage ich schon, mit der Pfefferladung. Die Wirkung setzt sofort ein. Das heißt, da hat man dann definitiv, glaube ich, keinen Spaß mehr. Also ja, und die Markierungsfarbe, ja, kommt dann auch noch dazu. Macht den Rest. Macht den Rest, ja. Ja, gibt es hier bei der Firma Etzel in Deutschland zu erwerben. Da kriegt ihr auch das kompetente Training dazu. Habe ich ja in den letzten Videos auch schon gesagt. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal hier reinschauen. Das lohnt sich definitiv. Ansonsten auch generell der Laden hier mega. Ich glaube, da müssen wir auch mal was machen bei Gelegenheit. Jederzeit. Ja. Und wenn du noch irgendwas sagen möchtest? Wir sind froh, dass wir die Produkte anbieten können. Wir haben umfassendes Zubehör dazu. Wir empfehlen, wie du gesagt hast, unbedingt sich zu schulen, insbesondere als Behörde. Und wenn man sie privat anschafft, 1, 2 Trainingskartuschen, dass man mal die Wirkung einfach selber mal an der Wand oder irgendwo dagegen testet. Sollte man auf jeden Fall machen. Auch gerne mal die Pfefferwirkung irgendwo hinschießen, in eine sichere Richtung natürlich, nicht auf irgendjemand, sondern einfach mal irgendwo hin und dann auch mal ruhig drauf zulaufen und mal gucken, ab wann es unerträglich wird. Weil das hatten wir auch schon mal, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da ab 7 Meter kriegt man schon einen Kratzen im Hals. Also das ist schon hocheffizient. Sehr wirkvoll. Also sehr wirkvoll, genauso soll es ja auch sein. Ja, Link zu der Firma Etzel ist hier unten eingeblendet und falls ihr nicht aus Deutschland kommt und woanders den Bezug sucht für die Produkte von Pixon, dann könnt ihr einmal in die Videobeschreibung schauen. Da haben wir nochmal einen Link für euch reingepackt, wo ihr zu der Firma Pixon auf die Homepage kommt und dort dann auch die Distributorenliste findet. Was sagt ihr zu den Geräten? Jetzt habt ihr alle Videos eventuell gesehen oder auch nicht, aber wenn nicht, könnt ihr nochmal am Ende des Videos hier reinschauen. Schaut mal rein und sagt uns, welches euer Lieblingsgerät ist, welches das beste Gerät ist, mit welchen ihr vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt habt und schreibt uns das in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Ich gehe mich waschen. Bis dann.